Ja, herzlich willkommen, liebe Freunde, bei unserem neuen Film. Heute Mercedes 280 SL Pagode. Wir haben ja eben gerade einen gefilmt, der hat einen Hardtop. Er hier hat keinen Hardtop. Ist ein wunderschönes Auto. Beide sind praktisch fast wie Zwillinge. Er hier ist auch voll restauriert, hat dieses wunderschöne, originale Brillantrot Metallic. Das gab es damals, kam ab 1969 neu auf den Markt. Es ist ja ein Auto, was von 68 bis 71 gebaut wurde. Ja, jetzt machen wir mal eine Fahrt draußen, wir haben immer noch schönes Wetter. Ist ein schickes Auto, wie ich finde. Schaut euch das mal an, gerade mit dem hellen Dach und dem schönen cognacfarbenen Leder mit Kopfschützen hat er auch. War damals ein Extra. Das Auto ist nicht mit Kopfschützen ausgeliefert worden, war eine Spezialbestellungsgeschichte. Ja, dann fahren wir mal los. Pascal, mach uns kurz mal bitte die Türen auf. Dann können wir starten in den Hamburger Verkehr. Ja, jetzt sitzen wir in einer weiteren Mercedes 280 SL Pagode aus dem Baujahr 1970. Das ist ebenfalls ein voll restauriertes Fahrzeug. Könnt ihr schon am Armaturenbrett sehen. Der ist in Rot Metallic, Brillantrot Metallic hieß die Farbe, mit dem gesprenkelten Cognac-Leder. Das ist zwar nicht mehr das alte Rose-Leder, es ist heute leider nicht mehr verfügbar. Man sieht aber an den ganzen Details, dass der Wagen wirklich vollständig und sehr akkurat restauriert wurde. Schön finde ich, dass er die originalen alten Armaturen noch verwendet hat. Ein Original VDO-Tacho bis 220 war der ja in der Skala beziffert und ist ungefähr 200 Stundenkilometer schnell gewesen. So, und hier 4383 ist der Wagen gelaufen. Die haben auf 0 gestellt, seitdem er voll restauriert wurde. Es gibt also über diese Restaurierungsarbeiten eine Fotodokumentation, woran man also sieht, dass der Wagen wirklich grundsätzlich gemacht wurde, gut gemacht wurde. Ist übrigens gemacht worden hier in Deutschland. Jetzt sollen wir mal gucken, wie er fährt. Oh ja, er zieht schon schön ab. Oh, er qualmt hinten ein bisschen. Aber die sind alle, wenn die ein bisschen gestanden haben, obwohl, weißt du was, so rein vom Gefühl, finde ich den gut. Merkst nicht? Läuft besser, ja. Irgendwie ja, ne? Das andere hat gerumpelt, ja. Was? Der andere hat gerumpelt. Ja, aber weil die alle nicht gefahren werden, die Autos. Er läuft aber nicht ganz geradeaus hier. Er hat ein bisschen Spiel vorne in der Lenkung. Aber sonst, wie gesagt, unser Armaturenbrett, die Details sind alle in einem guten Originalzustand. Da ist das Kombi-Instrument mit Tank, mit Wassertemperatur und Öldruck. Und hier links ist der Drehzahlmesser, eine Pagode, ein 280er Motor, war sehr, sehr drehfreudig. Das könnt ihr sehen, die sind bis 6.500 Touren, konnte man den drehen. Ja, also unsere Pagode fährt schon mal sehr gut, das merke ich. Er hat das originale alte weiße Lenkrad, die fallen dadurch auf, dass sie hier mehr Risse haben. Das könnt ihr ja auch sehen. Ich finde aber so ein originales Lenkrad, ein altes, besser als ein neu gemachtes. Ja, unser Auto, deswegen ist der jetzt ein bisschen lauter, hat ein Stoffdach. Hardtop hat der Wagen leider nicht. Meistens braucht man die auch gar nicht, weil man die Autos ja wie gesagt nur mit dem Stoffdach fährt. Stoffdach ist neu, Sonnenlandverdeck Originals kann man sehen. Hinten hat er auch übrigens, also nur für Gepäck, gab er damals als Extra den einzelnen Sitz, hat das Auto auch nicht. Ja, wichtig ist bei einer Pagode, dass der im Grund gut restauriert ist. Das heißt, dass das Fundament stimmt bei dem Auto. Sind ja viele Autos aus den USA gekommen. Das ist bei unserem Auto hier auch, das ist auch mal ein Amerikaner gewesen. Obwohl man hier die original deutschen Türtaschen montiert hat, die gehören da eigentlich beim Amerikaner nicht rein, er hat sie aber. Reingehören tun da eigentlich diese Schlabberdinger mit Gummiband. Ja, fahren tut er schön. Ich persönlich finde diese Farbe Rot Metallic absolut schick bei dem Auto. War damals, zu der Zeit war das ganz modern, die kamen ab 1968, kamen die neuen Farben raus bei Mercedes. Das war Moosgrün Metallic, hier das Brillantrot, dann noch das Möwengrau Metallic, war eine ganz seltene Farbe, sehr, sehr schick.
Also ich fand, dieser Serie Autos standen die Autos, standen die Farben, das waren ja eigentlich dann die Nachfolger der 50er Jahre Mercedes. Also als der während der 190 SL hat ein wunderschönes Design gehabt mit 25.000 Exemplaren, die gebaut wurden. Hiervon hat man doppelt so viel gebaut, 50.000. Und ich sage mal, die Krönung dieser Serie war dann halt der 280 SL, den wir hier jetzt auch fahren, mit der 170 PS Maschine. Wir mal kurz gucken jetzt. Der macht keinen Kickdown. Muss man durchschalten. Ja, oh, geht aber ganz gut los, was? Also zieht ganz schön ab. Kickdown-Schalter hat er eben nicht gemacht, hat nicht funktioniert, warum weiß ich nicht. Auto hat auch eine Automatik, kann man aber auch per Hand schalten. Dann geht er zurück. Die haben Kraft, da vorne müssen wir aufpassen, nicht, dass wir geblitzt werden. Ja, das Auto läuft prima. Das spürt man, wobei man hier auch merkt, dass der mal richtig auf die Strecke gebracht werden muss. Das ist ja kein Stehzeug, sondern ein Fahrzeug. Und es ist bei Oldtimern wichtig, dass sie auch bewegt werden. Also viele Autos stehen zu viel, aber den so zu fahren, macht mir persönlich Spaß. Ich erinnere mich da so an die 70er Jahre, als ich kleiner Junge war und vor solchen Autos gestanden habe. Konnten wir uns damals gar nicht leisten, weil die viel zu teuer waren. Die haben ja an die 30.000 Mark gekostet, was ein Haufen Geld war. Und trotzdem sind 50.000 von diesen Autos gebaut worden. Das ist also eine ganze Menge. Ja, vom Form, also ich finde, dass der Wagen sexy ist. Der hat ein tolles Design. Deswegen war die Pagode auch sehr erfolgreich. Und die haben ja früher, gab es die für 50, 60, 70.000 Euro. Das ist lange vorbei. Also gute Autos liegen heute, das beginnt bei 120.000, geht hoch bis 200.000 und mehr. Und das wird einfach verlangt, weil so einen Wagen zu restaurieren ist sehr aufwendig und sehr teuer, wenn es gut gemacht ist. Und das muss auch bezahlt werden. Und Fans für eine Pagode gibt es jede Menge. Also da kann ich euch sagen, ist ein Auto, was wir immer wieder weitergebracht haben. Man merkt auch, er läuft schön ruhig. Ne? Siehst du hier, er läuft bei gerade 700 Umdrehungen. Also Maschine hört sich ganz toll an. Hat übrigens hier vorne auch das Bäcker Europa, das Originale. Schaut mal hier, weil damals das Radio der Zeit, das Beste war das Bäcker Mexiko, was es gab. Das hat er also hier nicht. Hier vorne ist die Heizungsregulierung. Funktioniert. Hier auch alles in einem guten Zustand, das ist nicht kaputt. Da vorne ist der Handschuhkasten, da sind die ganzen Bordmappen und alles drin, was es braucht für so ein Auto. Das gucken wir uns nachher nochmal an. Tja, also ich habe eben schon gemerkt, dass der gut durchzieht. Kraft hat er wirklich. Automatik schaltet sich auch bemerkenswert weich, das haben wir eben gerade gespürt. Ja, es sind schicke Autos, die Pagode. Also wenn die in einem guten Zustand sind, sind die sehr, sehr schön. Ist ein richtiger Sportwagen der End-60er Jahre. Die sind ja gebaut worden ab 1963 bis 1971. Das ging los mit dem 230 SL mit 150 PS. Die liegen heute so, ich sag mal, zwischen 80 und 150.000. Danach gab es den 250 SL, der hatte aber Schwierigkeiten mit dem Motor. Der ist nur 66, 67 gebaut worden. Und dann kam, wie gesagt, der 280 SL, der richtig gut durchzieht. Aufpassen hier. Ja, jetzt sind wir natürlich in Hamburg, haben hier ein bisschen mehr Verkehr. Da muss ich vorsichtig sein. Ihr könnt hier rechts den Hamburger Flughafen sehen. Ist eigentlich eine schöne Straße, nur gerade in dem Moment haben wir hier jede Menge Autos. Das nervt natürlich jetzt richtig. Ne? Das haben wir in Bayern nicht. Ne? Schade, aber naja. Das Interessante ist, bei einer Pagode ist ziemlich modern. Es gab zwar noch kein ABS und auch noch kein Airbag, aber ihr könnt durch die Motorleistung im normalen Verkehr gut mitfahren. Der braucht ungefähr 9 Sekunden von 0 bis 100 und läuft 200 Sachen Spitze. Hier mit seinen 170 PS. Und das war praktisch der modernste und der beste Motor bei einer Pagode, war der 280 SL. Und ist auch der heute auch preislich mit am höchsten gehandelt wird. Also ein schönes Auto, den könnt ihr jeden Tag einsetzen. Total alterstauglich und mir persönlich macht der Spaß zu fahren. Er ist auch gut übersichtlich. Man hat hier vorne, könnt ihr links und rechts die Kotflügel sehen. Und wenn ihr nach hinten guckt, sind links und rechts sind auch die, ja wie sagt man, also sind die, weiß ich gar nicht, wie nennt man die Kanten von den Kotflügeln hinten? Ja, meinetwegen die Finnen, ja. Jedenfalls ist der Vorteil bei einer Pagode, dass er sehr, sehr übersichtlich ist und durch die großen Fenster, könnt ihr hier sehen, auch sehr, sehr übersichtlich. Man kann alles sehen, man hat ein gutes Fahrgefühl, hier ein gutes Raumgefühl in dem Auto. So, Kickdown macht er nicht. Ja, er zieht aber ganz schön los. So. Also Dampf hat er. Er hat übrigens eine andere Übersetzung, das spürt man. Er hat die amerikanische Übersetzung.
Das heißt, der packt noch giftiger zu, aber ist in der Höchstgeschwindigkeit lauter, weil er entsprechend höher dreht. Ich weiß auch nicht, ob man mit der Übersetzung die 200 Sachen erreicht, aber 180 läuft er auf jeden Fall. Und das ist ja eigentlich für so ein Auto auch wirklich genug. Hat auch, oh ja, schön merkst du im 4. Gang, zieht im 4. Gang richtig los, packt sofort zu. Also war eine ganz andere Geschichte als der 190 SL. Also wenn 190er kennt mit 4 Zylindern und 105 PS, das war ein etwas anstrengendes Fahren, sage ich mal, was ein bisschen brummig war, das tut er nicht mehr. Das war also seinerzeit richtig ein reinrassiger Sportwagen und der Wagen war ja auch sehr, sehr erfolgreich, kann man nicht anders sagen. Und heute gibt es jede Menge Fachfirmen, die sich auf eine Pagode spezialisiert haben. Also ob das in Norddeutschland ist, gibt da die Firma Rella, die sich spezialisiert hat, oder im Süden, Kienle macht das gut. Da gibt es genügend Fachfirmen, die sich mit dem Auto auskennen, und auch einige Mercedes-Werkstätten wie Rosier nehmen so einen Wagen auch an, wenn mal was sein sollte. Es kann halt eben bei einem alten Auto, sind ja alte Teile auch verbaut, immer mal was mit sein. Aber man wird da nicht alleine gelassen. Wichtig ist, dass es ein gutes Auto ist, der nicht verschlimmbessert wurde. Ja, hier ist unser Laden, siehst du, unser neues Geschäft, kann man gut sehen. Jetzt fahren wir mal Richtung Flughafen. Also er fährt richtig knackig, ja, man kann schön drauf treten. Hat einen guten geraden Auslauf. Auto hat übrigens 4 Scheibenbremsen, damals serienmäßig. Wollen wir mal kurz bremsen, wie die Bremse funktioniert. Ja, Ast rein, zieht nicht nach links und nicht nach rechts, wunderbar. Hupe geht auch. Ja, das ist jetzt unser zweiter Film, den wir drehen von Hamburg aus. Ist für uns ein bisschen neu, anders als Bayern. Hier ist halt mehr Rummel, Hamburg ist halt eine Großstadt. Aber wir stellen gerade fest, dass die Straßen um den Flughafen herum eigentlich ganz dankbar sind. Hier kann man ganz gut fahren. Vor allen Dingen diese Stichstraßen direkt an den Airport sind ja leer. Ihr wollt ja mal sehen, wie so ein Wagen auch vorbeifährt. Das können wir euch hier gut zeigen. Ja, das ist unser Mercedes 280 SL. Jetzt haben wir noch ein Stückchen Sonne im Moment gerade. Also der fährt toll und ich finde, dass der auch wirklich schick aussieht. Also ihr könnt übrigens, was die Rücklichter angeht, um das mal ganz kurz zu zeigen, diese Lampen, die gab es erst ab 1969. Da wurde das mit den gelben Blinkern Pflicht. Die frühen Pagoden hatten noch komplett rote Rückleuchten. Das ist die Frage, was man schöner findet. Auf jeden Fall, das bedeutet immer 280 SL ab Jahrgang 1969 September. Es hat eine Gesetzesänderung gegeben in Deutschland. Und dieser Wagen ist halt, das kann man sehen, auch hinten an dem Heck wunderschön restauriert. Ich ziehe euch jetzt mal den Motorraum auf. Den schauen wir uns mal an. Das Auto ist ja, wie gesagt, vollständig restauriert in Süddeutschland. Hier ist der Hebel, um das zu öffnen. Und so sieht eine Pagode aus, die wirklich gut restauriert ist. Da hat auch ein Mercedes Pagoden-Club-Mitglied dran gewirkt, der darauf geachtet hat, dass alles richtig war bei dem Auto. Er hat hier also die neue Stirnwand bekommen hier vorne. Hier hat man auch dran gedacht, an die Deckel. Daran sehe ich, dass aufs Detail geachtet wurde. Laufen tut er wirklich schön. Hat hier auch noch einen original festen, dicken Deckel, Ölschraubendeckel. Ölschraubendeckel. Das ist ein Scheiß, du. Also, wie heißt das denn? Motordeckel? Nee. Öldeckel, oder? Öldeckel. Also nicht diese Alu-Dinger, sondern das ist der richtige, ein massiver Deckel. Ja gut, dann hier vorne die sogenannte berühmte Sicke. Mir fällt aber auf, na, jetzt sitzt er besser. So, hier vorne, das ist die Sicke. Ist ja die Fortführung hier im Chromrahmen, geht das weiter. Auch hier vorne kann man das sehen. Ja, Auto ist voll restauriert, Chrom ist neuwertig, Lampen sind neuwertig. Also auch in diesen Wagen ist sehr, sehr viel Geld reingesteckt, investiert worden. Man kann das sehen, Foto belegt. Es gibt auch Gutachten über das Auto, die den guten Zustand bestätigen. Und ich persönlich finde dieses Rot-Metallic absolut schick. Also ist Geschmackssache, mag nicht jeder, das weiß ich. Nur ich sage mal, silberne und schwarze Pagoden gibt es eigentlich genug. Aber der sieht total edel aus. Also hat die Radkappen drauf, was mir auch besser gefällt als die Fuchsfelgen. Auch das ist eine Geschmackssache. Da sind ja die Stahlfelgen drunter mit den Deckeln. Ich finde das total edel. Schaut euch mal das Auto an. Also ich meine, der Wagen hat ein super Gesicht, sieht schick aus und war damals eine Farbe absolut der letzte Schrei, als das 1969 rauskam. Ich mache euch mal kurz den Kofferraumdeckel auf. Da ist ein Windschott. Hoppla, da ist ein Windschott. Hier vorne, das gehört nicht original da rein, da gehört eigentlich die berühmte Gummimatte rein. So, wie man das jetzt auseinanderkriegt, weiß ich auch nicht. Was ist da denn drin? Ja, alles für den
vorsichtigen Automobilisten. Und hier könnt ihr sehen, alles neu. Ist alles komplett top restauriert. Da gehört eigentlich die graue Gummimatte rein. Gut, die kann man sich ja besorgen. Er hat sie nicht. Und ein Windshot kann ich teilweise verstehen. Es zieht in so einer Pagode dann doch ein bisschen. Wer es also ein bisschen warm haben möchte, der kann das machen. Ja, schickes Auto. Also ich finde das Design, auch hier mit diesen beiden Ecken, ist total charakteristisch. Man kann eine Pagode immer sofort erkennen. Und ich meine, der Wagen, der sieht männlich aus, aber trotzdem grazil. Es ist eine ganz tolle Mischung, die man da bekommen hat. Moin, wir machen gerade einen Film. Was? Duftet wie ein Oldtimer. Ist ein Oldtimer. Ist ein Oldtimer, ein 280 SL. Frage. Ja. Kontrollieren Sie ständig das Öl? Ja, natürlich. Verliert Ihr Öl? Nö, eigentlich nicht. Sonst würde ich sagen, da könnte es nur daran liegen, weil er riecht permanent nach Öl. Der aber nicht hier. Nö. Auch als die Nein. der Wind. Ne, wie Sie das Auto hat jetzt länger gestanden. Ah, ja. Und so ein Wagen muss mal richtig gefahren werden. Da muss mal freigeblasen werden. Und das haben wir jetzt gerade gemacht. Der ist nicht viel bewegt worden. Man sieht das hinten auch an der Verbrennung. Die ist relativ schwarz. Der muss richtig mal gefahren werden. Ja, richtig. Das spürt man. Und der muss mal auf die Autobahn. Der braucht mal einen halben Tag richtig fahren. Das hat der Vorbesitzer leider nicht gemacht. Aber der nächste. Genügt. Wir verkaufen ja die Autos. Sie müssen mal bei Cargold YouTube gucken. Da sehen Sie uns. Tollen Zustand. Kennen Sie, Auto ist voll restauriert, das sehen Sie auch, wenn Sie vorne im Motorraum gucken. Also das sieht man. Haben Sie da mal reingeguckt, wie toll das aussieht hier? Gucken Sie mal hier. So sind die damals vom Band gelaufen, so sind die damals produziert worden. Ja. Alles restauriert worden, ist alles neuwertig. Das kann man hier sehen. Und der muss einfach mal freigeblasen werden. Wenn Sie so ein Auto mal anmachen, ausmachen, anmachen, ausmachen. 180.000. Ja, so ungefähr ein bisschen weniger, 180 nicht ganz so ein bisschen weniger, aber In dem Zustand. ja, der ist neuwertig. Ne? Leder ist toll. Leder ist cognacfarben, ist wirklich super gut, also echt ein schönes Wer Auto. die Farbe mag, nicht? Ich finde die klasse. Brillantrot Metallic ist total mein Ding. Finde ich total Keine gut. Frage. Nicht? Also das ist wirklich, Schöner Wagen, ne? ja, Ja, finde ich auch. ein Schmuckstück. Nicht? Absolut. Da ist alles in Ordnung. Ja, ja, ich mache mal für euch die Haube zu. Also ihr könnt sehen, es gibt immer interessante Passanten, die sowas total schön finden. Pagode ist ein Sympathieträger, gerade er. Das ist ihm gleich aufgefallen. Super Zustand. Und ist ja auch was Seltenes Schönes im Straßenbild. Kann man nicht anders sagen. So, dann machen wir mal den Deckel zu. Wunderbar. Das ist auch ein Oldtimer. Ja, wunderbar. Alter Däne. Prima. Viel Spaß. Jo, tschüss. Ja, hier könnt ihr sehen, schönes cognacfarbenes Leder, weißes Lenkrad, Sonnenlandverdeck in beige, in creme. Der hat, das ist nicht ganz original, fährt sich aber gut. Diese Armauflage, da vorne ist der Aschenbecher. Mit dem Automatik, die Schaltkulisse war damals andersrum. Das heißt, P war unten und oben die Gänge. Man kann den schön per Hand schalten. Funktioniert gut. Und dass das Auto vom Zustand also wirklich neuwertig ist und nur ein paar tausend Kilometer gelaufen hat, das haben wir euch eben gerade gezeigt. Das ist dem netten Herrn eben auch aufgefallen. Der kannte sich wohl aus mit alten Autos. Ja, unser 280 SL steht jetzt in Hamburg, Weg beim Jäger 224, direkt am Flughafen. Das könnt ihr hier vorne sehen. Deswegen ist das hier manchmal ein bisschen lauter, aber man kann hier auch toll Filme machen. Mir macht das Spaß. Da gibt es die originalen Chromhebelchen, die haben wir hier. Die müssen vorne und links und rechts reingesteckt werden. Hier einmal und dann da vorne einmal. Ja, so. Das sind übrigens auch die richtigen Hebelchen aus Chrom. Aluminium waren sie erst später. So geht ein Pagodenverdeck auf. Warte mal, da drüben. So. Sieht natürlich schick aus, so als zweisitziger offener Roadster ist das natürlich eine Show, so ein Auto. Wunderschöner Sportwagen. Also ich finde, der Wagen ist knackig, der ist sexy, meiner Meinung. Und wem das, wie gesagt, zu frisch ist, die stellt man da mal oben hoch. Der kann sich hinten Windshot einbauen. So, ich tue die Hebel mal da rein. Tja, so sieht ein 280 SL geöffnet aus. Ist auch für Frauen leicht zu handhaben, ist gar nicht mehr schwer. Und sieht super schick aus. Also ein absolut schönes Auto. Alltagstauglich.
und schön restauriert, hier in Deutschland gemacht, bei einer süddeutschen Firma, die bekannt ist, die einen Namen hat, und laufen tut er gut, das habt ihr eben gerade gemerkt. Übrigens ganz interessant, Auto hat ein Bordbuch, 2.5 CSL, 2.8 CSL, Owners Manual, zweimal ein Amerikaner, ein englisches, das heißt ein amerikanisches US Handbook, aber das ist auf jeden Fall dabei. Das haben wir hier hinten. Ach, interessant, Katalog A, Fahrgestell, Aggregate haben wir hier auch. Teilekatalog, ganz interessant. Das und was das hier ist, ja, das ist das Serviceheft und Bäcker Mexiko, also Bäcker vom Bäcker Kundendienst. Das Büchlein. Ja, alles vorhanden, was es braucht für das Auto, hat er. Auto haben wir noch nicht im Service gehabt. Eigentlich sind die Weißwandräder sonst ein bisschen sauberer, aber das haben wir noch nicht gemacht. Wie gesagt, ihr wisst ja, wir suchen im Moment noch ein paar gute Kollegen hier in Hamburg. Unser Team ist noch nicht ganz vollzählig, aber wenn ihr jemanden kennt, ruft uns gerne an. 040 25 33 5000. Könnt ihr uns jederzeit erreichen. Es gibt schon Kollegen, aber halt noch nicht genug. Ja, offen fahren im Februar macht man auch nicht jeden Tag, also es ist möglich, kann ich euch sagen. Aber eigentlich sind wir nicht warm genug angezogen dafür und das muss man schon machen. Aber es ist ein richtig toller Sportroadster zum Offenfahren. Vermittelt einem total sportliches Gefühl und es macht Spaß. Also den Wagen zu fahren, dann kann ich nur wieder sagen, Freude am Auto. Das hat man mit so einem Wagen, kann man sehr, sehr sportiv fahren, hat einen tollen Durchzug. Die 6 Zylinder packen richtig gut zu. Ist also von den Fahrleistungen vom alten Auto weit weg. Fährt sich richtig gut. Hat auch einen tollen Sound. Das merkt man, hier wieder losgeht. Ja, fährt sich klasse. Ja, macht einen Riesenspaß, so ein Auto zu fahren. Auch in Hamburg, auch bei Verkehr. Geht alles. Muss halt nur trocken sein, aber das haben wir ja heute. Ja, der rauscht gut los. Ein richtig toller Sportwagen, toller Sport-Zweisitzer. Und man merkt den Generationssprung von den 50er Jahren hin zu den 60er, 70er Jahren. Das ist ein Riesenschritt gewesen. Kann man mit den anderen Autos gar nicht mehr vergleichen. Also das war schon die Moderne. Den Wagen kann man toll im täglichen Verkehr auch bewegen. Ist überhaupt gar kein Problem und fährt sich auch relativ leicht. Ja, da ist unser Geschäft wieder. Sind wir wieder an unserer Hamburger Adresse, Weg beim Jäger 224. Hat mir wieder Spaß gemacht mit euch. Gleich holen wir noch ein Auto aus, wenn das Wetter einigermaßen passt und nicht weiter regnet, was wir ja hoffen wollen. Dann bis zum nächsten Mal. Alles Gute und tschüss. Euer Stefan Luftschütz, diesmal aus Hamburg.